Hallo, hier ist Maini. Herzlich willkommen zu dem besten Strudelteigrezept, den ihr weit und breit finden könnt. Ich habe für euch heute gleich zwei Strudelteigrezepte. Einmal ohne Ei aus der Kochausbildung und einmal mit Ei aus einem Lehrbuch für Konditoren. Außerdem zeige ich euch, wie ihr den Strudelteig mit den Händen ausziehen könnt und natürlich noch eine viel einfachere Version für alle, denen das zu schwer ist. Außerdem zeige ich euch, wie ihr einen großen Strudel machen könnt, 2 Strudel gleichzeitig und 4 Strudel gleichzeitig machen könnt. Beginnen wir mit dem Teig. Beide Teige sind erprobt und funktionieren einwandfrei. Ich mache heute den Teig ohne Ei. Wir geben alle eingeblendeten Zutaten in die Küchenmaschine und kneten den Teig wenige Minuten, bis ihr eine schöne, glatte, weiche und ganz wichtig, nicht klebrige Konsistenz erreicht hat. Wir können natürlich auch mit der Hand kneten oder viele schlagen den Teig einfach auf die Arbeitsfläche drauf. Das sparen wir uns heute. Anschließend wird der Teig geformt, mit etwas Öl eingeölt, in eine Schüssel oder auf einen Teller gegeben, Folie drauf, 40 Minuten an einem warmen Örtchen stellen. Der Teig wird danach ganz vorsichtig gelöst. Bitte nicht zu viel mit den Fingern reindrücken. Auf meinem Tisch habe ich jetzt ein Tuch ausgelegt und mit Mehl bestreut. Extra Strudelbrett bzw. Strudeltuch, also ein Leinentuch, habe ich natürlich nicht gekauft. Ich benutze einfach das, was ich zu Hause habe. Der Teig wird jetzt von beiden Seiten bemehlt und ganz vorsichtig ausgerollt. An dieser Stelle muss der Teig schön ausgezogen werden, damit er richtig dünn wird und man sagt, man sollte eine Zeitung drunter lesen können. Die erste Variante. Ihr zieht den Teig einfach an den Ecken vorsichtig weg, bis er immer dünner wird. So schnell reißt der Teig nicht, also keine Angst. Denkt bitte dran, dass euer Tuch überall bemehlt sein sollte, damit der Teig nicht dran kleben bleibt. Wenn ihr ihn gut auseinandergezogen habt, solltet ihr immer die dickeren Ränder abschneiden, damit der Strudel etwas feiner und, ja, sagen wir mal, eleganter wird. Die andere Methode mit der Hand ist etwas schwieriger, aber meiner Meinung nach fast schon etwas besser, weil man sie fast noch ein bisschen dünner ausziehen kann sozusagen. Der Strudelteig wird bemehlt und ebenfalls ausgerollt. Und jetzt kommt er auf bemehlte Handrücken drauf und wird quasi in die Luft gehoben. Eure Finger müssen unbedingt nach unten zeigen, ansonsten stecht ihr da Löcher rein. Jetzt bewegt ihr entweder beide Hände leicht auseinander, damit der Teig sich ausdehnt, oder ihr bewegt nur eine Hand in eine Richtung und mit der anderen Hand schiebt ihr den Teig sozusagen weiter. Dieses Weiterschieben des Teiges bzw. Hochwerfen und Auffangen und dann Weiterschieben ist natürlich etwas schwieriger, aber Übung macht den Meister und das ist sehr schnell gelernt. Auch hier kommt der Teig auf den Tisch, wird nochmal eventuell ausgezogen ein bisschen, die dickeren Ränder werden abgeschnitten, der Teig wird mit flüssiger Butter schnell eingepinselt, damit ihr wenigstens noch 2-3 Minuten nicht austrocknet. Die Füllung kommt rein. Wenn sie zu feucht ist, kann man noch mit Paniermehl oder mit geröstetem Paniermehl arbeiten, aber das erkläre ich euch in den jeweiligen Videos zu den jeweiligen Füllungen. Dann werden die Ecken eingeschlagen und man rollt den Strudelteig auf, gern auch mit bestrichener Butter, damit am Ende alles schön klebt. Jetzt noch schnell die 2 bzw. 4 Strudel-Variante und dann haben wir es geschafft. Der 250 Gramm Teig reicht auch für 2 Strudel. Die werden dann halt etwas kleiner, aber es funktioniert genauso. Der ausgezogene Teig wird von den Rändern befreit. In der Mitte wird ein gerader Strich eingeschnitten. Butter drauf, Füllung verteilen, Ränder einschlagen und dann geht man in die Mitte, hebt das Tuch erstmal auf eine Seite, dann auf die andere Seite und macht das so lange, bis die Strudel von alleine geschlossen sind. Bei einem 4er Strudel wird das genauso gemacht. Hier ist allerdings die doppelte Menge an Teig im Einsatz, das heißt mit 500 Gramm Mehl. Der Teig wird schön über die Tischkanten gezogen, die Ränder abschneiden, den Teig in 4 Teile schneiden, Buttertröpfchen drauf, 4 verschiedene Füllungen rein, die Ecken einknicken und dann genauso abdrehen wie bei den anderen. Die verschiedenen 10 Füllungen, die ich da verwendet habe, kommen in den nächsten Wochen hier als eigenständige Videos online auf meinem Kanal. Schaut euch auch gerne meine anderen Teige an aus der Kochausbildung, abonniert meinen Kanal, bleibt gesund, bis bald.